Also nichts mit Time is Money. Ja, eben. Also die einzige Waffe, die sie haben können und die man hat, das ist eben die Zeit. Weil die Leute, die Geld haben, die haben nie Zeit. Weil es ist ganz klar, Geld muss schnell wieder investiert werden, da kann man keine Zeit verlieren und so weiter. Wenn Sie aber Zeit haben, dann sind Sie trotzdem stärker auf die Dauer. Selbst in einer Welt wie diejenige, die wir erreicht haben. Ja, ein bisschen, ja. Aber das bezahlt man, das ist klar. Das bezahlt man trotzdem, weil... Man bezahlt das nicht, das sind die Nerven und die Knochen, die das bezahlen. Ja. Gut. Die Filmemacher Daniel Lhuillier und Jean-Marie Straub waren unzertrennlich. Am 9. Oktober 2006 starb Daniel. Anfang der 60er Jahre waren sie beide nach Deutschland gekommen mit der Absicht, hier Chronik der Anna Magdalena Bach zu drehen. Aber es gab noch einen anderen Grund, Frankreich zu verlassen, den Jean-Marie in einem Interview so beschreibt. Ich bin weggegangen, weil ich algerische Freunde hatte. Und als die erste Granate explodiert ist in Algerien 1954, dachte ich, dass die Algerier recht hätten. Und dann hatte ich französische Bekannte, die von dort mit hängenden Köpfen wiederkehrten und schwiegen. Und über die man 6 Monate später erfuhr, dass sie bei Folterungen mitmachen mussten oder auch nicht mitmachten. Außerdem, wenn ich nicht aus Frankreich weggegangen wäre, hätte Daniel sich von mir abgewandt. Ich hatte keine Wahl. Erstmal der Überzeugung wegen, dann der Liebe wegen. Ohne Daniel hätte ich nie einen Film gemacht. Ich bin zu faul dazu. Ich wäre auf der Strecke geblieben, weil man ganz allein einem derartigen System nicht widerstehen kann. Wie Leterrier in Ein zum Tode verurteilter ist entflohen sagt, zu zweit ist es leichter. Daniel und Jean-Marie kämpften 10 Jahre, bis sie das Geld für den Bach-Film beisammen hatten. In dieser Zeit entstand ihr erster Film Majorca Muff. Der war mit nichts zu vergleichen und rief Feinde auf den Plan. Aber der Komponist Karl-Heinz Stockhausen hatte verstanden. Was mich vor allem an ihrem Film interessiert hat, ist die dem Film wie der Musik eigene Komposition der Zeit. Jedes Element zu seinem unersetzbaren und nicht wegzudenkenden Moment kommen zu lassen. Keine Dekoration. Alles ist Hauptsache, sagte Webern in solchen Fällen. Gut auch die Offenheit, das Weiterdenken in den Köpfen der Zuschauer, das Verzichten auf jeden Ouvertüre- und Finale-Gestus. Gustav Leonhardt, Darsteller des Johann Sebastian Bach, mit Straub bei den Dreharbeiten von Chronik der Anna Magdalena Bach 1968. Gustav Leonhardt war einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis. Nach 1968 zogen Jean-Marie und Daniel nach Rom. Eines ihrer Hauptwerke, der Opernfilm Moses und Aaron, nach Schönberg entstand. Dann zahlreiche Filme mit Texten von Corneille, Hölderlin, Brecht, Fortini, Pavese, Vittorini, Duras, Cézanne, Gasquet, Kafka, eine weitere Schönberg-Oper. Aber hier geht es um die Texte von Cesare Pavese und was die beiden Filmemacher aus diesem literarischen Material geschaffen haben. 1978 Von der Wolke zum Widerstand und 2005 Jene ihre Begegnungen. Beide Filme enthalten Teile von Paveses Buch Gespräche mit Leuko. In diesem letzten großen Werk, geschrieben in den Nachkriegsjahren 1945 bis 1947, griff er zurück auf Figuren der griechischen Mythen. Halbgötter meist,
vereinzelt ein Mensch dabei, reden in Zwiegesprächen über die Natur, die Unsterblichen und über die sterblichen Menschen. 27 Gespräche. Da findet sich alles, was über das Menschsein zu sagen ist. Pavese über den Mythos. Der Mythos ist das, was in der irdischen Welt geschieht, unzählige Male, was immer wieder geschieht und doch einmalig, zeitlos ist, so wie ein jährlich wiederkehrendes Fest jedes Mal gefeiert wird, als sei es das erste Mal, und zwar in einer Zeit, die die Zeit des Festes, des Zeitlosen, des Mythos ist. Bevor der Mythos zur Erzählung, zu einer Wundergeschichte wurde, war er eine einfache Norm, eine bedeutungsschwere Verhaltensweise, ein Ritus, der die Welt heiligte. Und er war auch der Impuls, die magnetische Kraft, die allein die Menschen ihre Werke vollbringen ließ. Einem Kind kommt es nicht zum Bewusstsein, dass es in einer mythischen Welt lebt. Kein Kind weiß etwas vom Paradies der Kindheit. Erst der erwachsene Mensch merkt, dass er in diesem Paradies gelebt hat. Der Grund liegt darin, dass das Kind in den mythischen Jahren Besseres zu tun hat, als seinem Zustand einen Namen zu geben. Es muss diesen Zustand durchleben und die Welt erkennen. Allerdings lernt das Kind die Welt nicht, wie es scheinen mag, durch die unmittelbare und ursprüngliche Berührung mit den Dingen kennen, sondern durch die Zeichen dieser Dinge, also durch Worte, bildliche Darstellungen oder Erzählungen. Bilder von Otto Pankok. 1936 bekam er Malverbot. Cesare Pavese wurde 1935 von den Faschisten in die Verbannung nach Kalabrien gezwungen. 1945 wurde Pavese Mitglied der Kommunistischen Partei. Straub sagt, Pavese hat sich mit 40 Jahren in einem Hotelzimmer in Turin umgebracht, weil er es nicht ausgehalten hat, dass eine Partei, an die er glaubte, die Kommunistische Partei Italiens, die Last des Vergangenen nicht akzeptierte und die Flucht nach vorne antrat, in den Fortschritt und die Entwicklung. (1978) entstand der erste Pavese-Film Dalla Nube alla Resistenza, von der Wolke zum Widerstand. Non capisco, non verrai più sulla montagna, hai paura di me. Verrò sulla montagna e dovunque. Tu non puoi farmi nulla, Issione, non puoi far nulla contro l'acqua e contro il vento, ma devi chinare la testa. Solamente così salverai la tua sorte. Tu hai paura, Nefele? Ho paura. Ho veduto le cime dei monti, ma non per me. Issione, io non posso patire, ho paura per voi, che non siete che uomini. Questi monti, che un tempo correvate da padroni, queste creature, nostre e tue, generate in libertà, ora tremano a un cenno. Siamo tutti asserviti a una mano più forte. I figli dell'acqua e del vento, i centauri, si nascondono in fondo alle forre, sanno di essere mostri. Chi lo dice? Non sfidare la mano, Issione. È la sorte, ne ho veduti di audaci, più di loro e di te, precipitare dalla rupe e non morire. Capiscimi, Issione, la morte, che era il vostro coraggio, può esservi tolta come un bene. Lo sai questo? Me l'hai detto altre volte. Che importa, vivremo di più. Tu giochi e non conosci gli immortali. Vorrei conoscerli, Nefele. Issione, tu credi che siano presenze come noi, come la notte, la terra e il vecchio Pan. Tu sei giovane, Issione, ma sei nato sotto il vecchio destino. Per te non esistono mostri, ma soltanto compagni. Ma allora, gli dei, che ci fanno? Il mondo è più vecchio di loro. Già riempiva lo spazio e sanguinava, godeva. Era l'unico Dio quando il tempo non era ancora nato. Le cose stesse regnavano allora, cadevano cose. Adesso
attraverso gli dei. Tutto è fatto parole, illusione, minaccia. Ma gli dei possono dare fastidio, accostare o scostare le cose, non toccarle, non mutarle, sono venuti troppo tardi. Proprio tu, sacerdote, dici questo? Se non sapessi almeno questo, non sarei sacerdote. Prendi un ragazzo che si bagna nell'Asopo. È un mattino d'estate. Il ragazzo esce dall'acqua, ci ritorna felice, si tuffa e rituffa, gli prende male e annega. Che cosa c'entrano gli dei? Dovrà attribuire agli dei la sua fine oppure il piacere goduto? Né l'uno né l'altro. È accaduto qualcosa che non è bene né male, qualcosa che non ha nome. Gli daranno poi un nome, gli dei. Ero un ragazzo come te e stavo qui, compadrino. Avevamo una capra, io la portavo in pastura. D'inverno, quando non passavano più i cacciatori, era brutto perché non si poteva neanche andare nella riva, tant'acqua e galaverna che c'era. E da Gaminella scendevano i lupi, che nei boschi non trovavano più da mangiare. La mattina vedevamo i loro passi sulla neve. Sembrano di cane, ma sono più profondi. Io dormivo nella stanza di dietro con le ragazze e sentivamo di notte il lupo lamentarsi che aveva freddo nella riva. Nella riva l'altro anno c'era un morto, un tedesco, che l'avevano sepolto i partigiani. Così vicino alla strada? No, veniva da lassù, nella riva. L'acqua l'ha portato in basso e il pa l'ha trovato sotto il fango e le pietre. Die Filme, die wir machen, sind, wie nennt man das? Ich glaube, das Problem von den Filmen ist nicht, dass die intellektuell sind, sondern dass die zu einfach sind. Ja, das ist es. Die sind, wie nennt man das, sensuell. Sinnlich. Die sind sinnlich einfach. Die sind sinnlich, die erzählen eine Geschichte, die sind Figuren, aber die sind sinnlich. Jede Sekunde da drin bedeutet, schaut euch das an, das Licht, die Bewegung, hört euch das an und so weiter. Das ist etwas, was nicht, ich habe das schon gestern gesagt, was nicht ein zweites Mal passieren wird. Nach Von der Wolke zum Widerstand kehrten sie 26 Jahre später über Hölderlin zu Pavese zurück. Aus den 5 letzten der Gespräche mit Leuco entsteht jene ihre Begegnungen, Che i loro incontri, wieder in der Toskana im Städtchen Buti. Wie schon zuvor haben sie mit dem Text erst ein Theaterstück inszeniert. Die Darsteller sind Bauern, Handwerker, der Bürgermeister, der Theaterleiter im Ort. Es ist wie ein Fächer. Gemeinsam wurde einen Monat gelesen und geprobt. Danach lebten die Darsteller mit ihren Texten ein ganzes Jahr. Sie trafen sich abends und an Wochenenden zum Lesen der Dialoge. Im Jahr darauf wieder 3 Monate Proben. Das Theatermanuskript der Filmemacher. Nach Ostern 2005 fanden in Buti 4 Aufführungen statt. Danach hatten die Darsteller 10 Tage Ruhe bis zum ersten Drehtag. Das Filmteam kennt sich seit langem, rechts der Kameramann Renato Berta. Jean-Pierre Duret, der Tonmeister. Abhören der eben gedrehten Filmaufnahme. Das Sprechen, der Rhythmus,
Das Atmen, die Anstrengung, der Wind, Insekten, ein Vogel flattert auf. Der Reichtum des direkten Tons. Die Töne, die man hört und die Leute, die diese Töne produzieren, sind untrennbar. Das ist genau das Gegenteil dessen, was der große Ingmar hier sich geleistet hat, mit seiner Zauberflöte, auf Schwedisch noch dazu. Das hat mit Renoir zu tun. Renoir sagte immer wieder, ich bin feige, ich glaube an nichts, an keiner Religion, aber ich glaube an eins. So, das hat er gemacht mit einem Aschenbecher. Und da hat er gesagt, seht, das ist le direkt. Diesen Ton und was passiert ist, was man gesehen hat und was man gehört hat, das ist untrennbar. So. Und das hat mit unseren Filmen zu tun und deswegen, so. Ich glaube an den Satz, erwartet die Form nicht vor dem Gedanken, sondern gleichzeitig wird sie da sein. Wenn etwas nicht eine Form gefunden hat, solange etwas eine Form nicht gefunden hat, dann existiert dieses Etwas nicht. Es kann auch nicht existieren. Das ist auch eine alte Geschichte. Der gute Tommaso d'Aquino im Mittelalter sagte, die Seele ist ja nur die Form des Körpers. Es gibt ja keine Seele wie ein Schmetterling. Und auch ein Schmetterling ist was Konkretes, das ist eine Form. Und das Leben bedeutet eine Form verteidigen. Wenn man das nicht mehr kann, dann lebt man nicht mehr. Und das gilt besonders für die Figuren und für die Gesten und auch für eine Silbe. Es muss eine Struktur erreicht werden, eine Form, sonst ist nichts da, also kein Gedanke, es ist nichts da. Das Filmskript von Danielle Huyer mit ihren Anmerkungen und Eintragungen. Bei den Darstellern, kurz vor der Aufnahme. Faut enlever ce truc par terre, là, il est dans le champ. C'est comme dans la musique, une fois que tu pars en haut, tu restes en haut. Oui, ils ont dans le champ comment? Parce que moi j'ai vu la rat de champ à gauche. Bon, ouais. Attends, je vois ça d'abord. Alors, ne bouge pas là. Ça c'est bien, mais ce qui m'intéresse c'est de voir comment ils ont dans le champ. Oui, mais c'était... Elle, je t'avais montré. Hein. Oui, elle qui m'a montré. Oui, et lui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que oui, elle, je m'en doute parce que ça s'élargit assez pour que lui entre. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose à peu près dans... Je ne suis pas sûr de ça. Ça, c'est vraiment dans l'ancien. Ça, c'est très bien. Pedro Costa hat einen Film gedreht über die Arbeit der beiden im Schneideraum. Danielle Huyers Arbeit vor allem. Daneben entstand ein Kurzfilm, 6 Bagatellen. Hier ein Ausschnitt. Que le luxe, c'est quelque chose auquel on ne devrait pas renoncer, à quoi on ne devrait jamais renoncer sous quelque prétexte quelconque, même pas celui du progrès ou de la révolution, etc. Ils les enferment dans un univers sinistre et on veut simplement leur dire, mais autre chose a été, c'était ça, serait, c'était ça ce que j'ai appelé l'utopie communiste d'Empédocle. Là, le dernier tiers. Au début du dernier tiers, c'était ça, c'était un gars qui disait, et surtout, n'oubliez pas ça, et s'il n'y a pas ça et ça en plus, eh ben ça ne donnera rien.
C'est exactement ce que toutes les tentatives socialistes ont été jusqu'à présent. Ça consistait à dire aux gens, il faut vous sacrifier, il faut renoncer à ceci, il faut renoncer à cela. Et maintenant, c'est encore pire, on leur dit, pour être heureux, renoncer à avoir de l'eau potable, renoncer à avoir de l'air, renoncer à avoir du temps, renoncer à avoir du silence. Et vous vivez dans le meilleur des mondes possibles. Il n'est pas merveilleux, on le reconnaît maintenant, parce que quand même, il n'y a pas que Tchernobyl et tout le bordel. Mais enfin, de toute façon, c'est mieux que ce que ça pourrait être et que ce que ça n'a jamais été. Alors ça, c'est le mensonge suprême. C'était bien contre ça que s'est révolté Benjamin au début, quand il disait à tous ses petits copains socialistes et communistes, la révolution, c'est pas la fuite en avant vers le progrès, c'est le saut du tigre dans ce qui est passé. Et bon, ben, voilà. Et Melchior, Et nous, notre luxe, ce que tu dis, c'est tout simplement parce qu'on n'a rien à perdre. Moi, je fais pas de carrière, j'en ai jamais fait, mais à mon âge, même si j'avais essayé d'en faire une, j'en fais plus. Donc, je me permets de faire des trucs que personne ne ferait, parce que c'est l'histoire que raconte le Buñuel dans son autobiographie. Le jour que son fils l'a forcé, au bout d'un certain temps, à manger un soir avec Nicolas Ray, et que Buñuel dit la chose la plus horrible que j'ai entendue sur notre travail, c'est ce que m'a raconté Nicolas Ray au bout de je sais pas combien de demi-heure de dîner ensemble. Il lui a dit, vous savez, chez nous, quand on a fait un film qui coûte tant de millions, il faut que le film suivant coûte encore 3 millions de plus, ou en tout cas pas moins, et il vaut mieux qu'il coûte 2 fois les millions qu'a coûté le précédent, parce que la carrière, c'est ça. Voilà. Et nous, évidemment, on fait le contraire. On a toujours fait, on fait une super production comme Moïse et Aaron, et avant, on a fait Leçon d'histoire, qui est un film tourné pour 65 000 marques et après on fait Fortini Cani. En 16 mm, bon, et tout ça. Et après Moïse et Aaron, on fait un autre film 16 mm sur un seul bonhomme qui s'appelle Fortini. Alors ça, c'est un luxe, en effet. Et puis on se permet de faire un film de 7 minutes après, avant de faire le Kafka, où on tourne 11 semaines, et où on grille 17 000 mètres de pellicule. 35 mm noir et blanc. Thierry, c'est quand même terrible, parce que ce que vous dites là, c'est un luxe, ça veut dire que la liberté, c'est un luxe. Oui, dans le monde contemporain, oui, c'est ça. Ouais. Non, Sicilia, c'est ce qu'il dit. Le Grand Lombard, il dit plus ou moins qu'il va inventer un peu de liberté, un peu de luxe, et renoncer à des choses pour... Non? Il dit qu'il donnerait tout ce qu'il possède pour... Ça va loin, parce que c'est une sorte de coulac. Il dit, je donnerais mes terres, mon cheval et tout, pour participer à la communauté humaine. Bon, sur ces belles paroles, je trouve, il faut y aller. Et votre linge? Voilà, il reste mon linge. Ouais, ah, si. Écoutez, n'importe quelle femme qui fait de la lessive, laisse sa lessive dehors. S'il pleut, ça sèche ensuite. Allez, hop. On va passer sa vie à mettre le linge dehors, le rentrer, le remettre, le rentrer. Hein? Viens. Je suis sûr que ce linge est sec. Déjà sec, hein? Quand t'es en bon. Jean-Marie Straub arbeitet an einem neuen Film, den er gemeinsam mit Daniel Lhuillier geplant hatte. Erst Theater, dann Film.